Der Skin eines Projektes ist ein Nutzerinterface, also eine Schnittstelle zwischen der Tour und der Person. Durch den Skin kann der Nutzer Funktionen aufrufen, beispielsweise Informationen, die zum Verständnis der Tour genutzt werden können. Sinn dieses Tutorials ist es, die Grundlagen des Skins zu verstehen. Komplexe Bestandteile werden ausgelassen oder nur kurz erwähnt, diese können Sie im eigenen Rahmen ausprobieren. Erstellt man eine neue Tour in 3D Vista, so öffnet sich die Skin-Auswahl. Hier kann Gebrauch gemacht werden von einem vorgefertigten Skin, eigene Skins importiert oder ein neuer Skin erstellt werden. Möchten Sie einen Skin in eine existierende Tour laden, klicken Sie im Reiter Skin in der oberen linken Ecke auf Skin-Bibliothek öffnen. Ein Template kann importiert werden, indem die passende Skin-Datei im VTS-Format im Dateienbrowser ausgewählt wird. Hierbei zu beachten ist, dass die Dateipfade der im Skin verwendeten Assets dieselben sein müssen wie die ursprünglichen Dateipfade. Wir verwenden hier den Skin eines von uns erstellten Projektes. Dieser kann auf Anfrage genutzt werden. Zu diesem Zweck werden die Piktogramme hier kurz erklärt. Das ist der Floorplan. Hiermit ist eine präzise Navigation in der Tour möglich. Er zeigt an, wo sich die Person in der Tour befindet und welche Wege es gibt. Da dieser jedoch sehr aufwendig zu erstellen ist, belassen wir es in diesem Tutorial bei der Möglichkeit der Nutzung. Hiermit wird der Fullscreen-Modus der Tour aktiviert oder deaktiviert. Mit den Pfeilen kann der Skin ein- und ausgeblendet werden. Über das www-Piktogramm gelangen Sie zur offiziellen Webseite des Projektes Fuels der TU Darmstadt. Das Impressum ist abrufbar über das Abbild der Athene. All diese Informationen und mehr können auch über das i zu jeder Zeit in der Tour eingesehen werden. Wechseln wir nun zu einem leeren Skin. Dieser ist per Default auf Responsive eingestellt, das heißt, die Bildschirmgröße des Nutzers wird automatisch ermittelt und der Skin wird dementsprechend angepasst. Wenn die Tour spezifisch für ein Gerät entwickelt wird, kann dies geändert werden. So werden eventuelle Automatisierungsfehler vermieden. Die Schaltflächen und deren Aktionen befinden sich daneben. Das große blaue Feld mit der Inschrift Main Viewer ist der Bildschirm des Nutzers. Der Nutzer sieht den Skin in der Tour über den Main Viewer. Es können weitere Viewer hinzugefügt werden über den Viewer. Dies kommt im Normalfall jedoch nicht zum Einsatz. Daneben ist der Floorplan und das ist der Container. Der Container ist so etwas wie ein Ordner. Hier können Elemente hinzugefügt werden, die zum Beispiel beim Ausblenden oder Verschieben des Containers ebenfalls ausgeblendet oder verschoben werden. Es ist also ein Rahmen, in dem die Elemente einer Gruppe angehören. Label und stylbarer mehrliniger Text sind zwei Optionen, um Textzeilen hinzuzufügen. Das Label kann nur über die Skin-Eigenschaften bearbeitet werden und wenn das Label unter den anderen Elementen ausgewählt ist. Es ist eher für Überschriften geeignet. Den mehrlinigen Text können Sie direkt im Viewer durch Klicken bearbeiten. Sie haben im Skin die Möglichkeit, direkt ein Bild einzufügen. Hiermit können Sie beispielsweise eigene Icons, Piktogramme und Symbole nutzen, statt den Standard-Hotspot-Icons von 3D Vista. Statt eines Bildes kann auch ein Textbutton verwendet werden, also eine Schaltfläche, die einen Text beinhaltet. Daneben gibt es die klassischen Icon-Buttons und einen Close-Button. Diesen können Sie auf ein Element anwenden, wenn der Nutzer die Möglichkeit haben soll, es auszublenden. Der Progress Bar kann genutzt werden, um dem Nutzer zu zeigen, wie weit er bereits in der Tour vorangeschritten ist. Tabs bieten Textflächen an, mit denen beispielsweise Informationen eines Themas in Unterthemen geteilt und so übersichtlicher dargestellt werden können. Mit einem Dropdown können mehrere Elemente und Informationen hinterlegt werden, die der Nutzer dann zu einer beliebigen Zeit aufrufen kann. So verdecken diese nicht während der gesamten Tour den Bildschirm. Die Miniaturliste zeigt Ihnen alle Panoramen aufgelistet an, die in der Tour genutzt wurden. Viele weitere Aktionen können Sie unter MISC ausprobieren.
Besonders die Text-Templates sind von großem Nutzen im Bereich des E-Learning. Durch interaktive Verknüpfung von beispielsweise Tabs oder Dropdowns, die Infofenster öffnen, kann der Lernweg in der Tour vielfältiger gestaltet werden.